Roamer von easygoing.com in einer gigantischen Farbe. Das ist eine Originalfarbe. Kann man sowas kaufen bei Volkswagen? Richtig, kann man so bestellen als Option. Bayleaf Green Metallic. Wer kauft denn sowas? Also ist das viele? Ja, man muss schon zur Farbe stehen. Für uns war es perfekt, weil wir Hingucker produzieren wollten. Ja, ist euch gelungen, aber nicht zu much, weil nicht orange oder so, wo du vom Satellitenfoto aus schon zu erkennen bist, ja, sondern hier dezent. Naja, im weitesten Sinne. Ihr habt ihn böse gemacht ein bisschen, richtig böse gemacht, aber mit sinnvollen Sachen. Du bist der? Ich bin der David von Easygoing, dem Vanlife-Kompetenzzentrum aus Oberösterreich. So ist das, ja. Das Ganze, ihr werdet euch ein bisschen vergrößern demnächst. Das heißt, ihr baut größere Fahrzeuge. Hier vorne sehen wir zum Beispiel Fiat Ducato oder ihr habt MAN, steht dort hinten, was da ist. Aber grundsätzlich sind eure Ausbaukits eigentlich geeignet für alles. Das heißt, anpassbar sind sie, oder? Richtig, wir sind markenunabhängig und je nachdem, wie weit wir kommen in unserer Journey, sage ich mal, gibt es den einen oder anderen Ausbausatz schon für bestimmte Fahrzeuge. Ja, VW T6 bauen alle, habe ich das Gefühl. Du gehst auf Messen, überall steht ein T6. Die haben jetzt alle viel Spaß, weil es demnächst keinen T6 mehr geben wird. Und ihr seid aber schon einen Schritt weiter. Ihr habt gesagt, das wichtigste Fahrzeug außer einem Volkswagen T6 ist der Caddy? Nee. Nein, es sind alle Fahrzeuge wichtig, aber der PSA-Van ist interessant und eben auch größere Fahrzeuge sind interessant. Genau, ihr könnt das anpassen. Das hier ist eine ganz spannende Geschichte, werden wir gleich mal zeigen in einem kurzen, knappen Video. Denn hier habt ihr ein Ausbaukit reingemacht. Sollen wir mal ganz kurz reingucken, aber lugen, dass wir das sehen? Also jetzt gerade im Fahrmodus, aber wenn wir da umlegen, dann sieht man hier schon unser Campingmodul, unser Vanlife-Modul Sport. Da ist ein Babysitz drin, ist der im Einsatz? Ja, in diesem Fall schon. Das ist das Fahrzeug von unserem Mitarbeiter Daniel, der braucht einen Kindersitz. Braucht einen Kindersitz, so das war's. Also zeigen wir gleich mal, das ist schnell umgebaut. Wir reden hier von 15 Minuten. Da machst du aus diesem Serien-Caddy machst du einen Campervan. Richtig, in etwa 15 bis 20 Minuten Montagezeit. Kriege ich, wenn ich so einen Einbausatz kaufe, auch den Aufkleber? Ja. Schick mal gerne mit. Schick mal gerne mit. Okay, das war sehen. Also Roamer easygoing.com, ihr seid in Wels. Hier sind einige Besonderheiten verbaut. Unter anderem habt ihr eine Airline-Schiene auf ein quasi Glas geklebt auf der Rückwand. Dann habt ihr ein Seitsfenster angepasst im Original, also das so aussieht, als wäre es ab Werk so geliefert worden. Das ist schon mal eine Sensation. Leute werden sagen, ist ja nur ein Fenster. Mein Gott, was ist denn hier so toll dran? Wenn man sieht, wie die anderen das machen, teilweise mit Kunststoff drunter. Das sieht so aus, als wäre ein Fenster in einem Fenster. Also das ist schon, also das sieht so easy aus, aber dass es so perfekt ist, das ist es, oder? Ja, Optik spielt bei uns eine Riesenrolle und das ist auch eine Eigenentwicklung von uns. Wir wollten hier einfach das Multivan-Feeling oder das Optische, was der Multivan oder diese Mehrsitzer-Busse haben, beibehalten und haben so einfach unsere Entwicklung angekurbelt und ein tolles Produkt erzeugt. Ja, hier oben drauf siehst du das, wie nennt man das? Das ist unser Roof Rack, Easygoing Roof Rack, in dem Fall in der kleinen Variante, für Schlafdächer geeignet, egal ob California oder Nachrüstschlafdach, egal ob VW oder Mercedes, an jedes Fahrzeug anpassbar, egal ob großes oder kleines Fahrzeug. Ich habe das jetzt nicht Roofrack genannt, weil er irgendwie total steht auf Anglizismen. Das ist in der Camperbranche, heißt das Ding Roofrack wirklich, oder? Richtig, aber es heißt auch das Produkt bei uns so, weil es ist einfach ein Roofrack. Ein Roofrack, also es könnte auch ist eigentlich ein Dachgepäckträger der besonderen Art, der multifunktionell ist, ganz viele Aufnahmepunkte hat. Da habt ihr, ich meine, es sieht zu simpel aus, sagen die Leute, ja, nehme ich mir doch einfach eine Abkantmaschine, mach ein paar Löcher rein. So ist es nicht getan, oder? Na, ist es nicht. Ich wünsche jedem eine gute Zeit, der das so probiert, wenn er so motiviert ist und das macht. Aber ja, man kommt dann einfach mit der Erfahrung auf gewisse Sachen drauf und die kann man nicht bezahlen, die Erfahrung und die Fehler, die man macht.
Das ist so, ja. Es gibt ja viele aus Südafrika, die sowas bauen, die auch nicht schlecht sind. Aber da muss man immer sagen, die Passmaße und so, also gerade bei Kabinen, die man da kriegt, weiß ich, die muss man anpassen. Ja, definitiv. Weil die Kollegen, das ist denen auch ziemlich egal. Also die bauen halt recht genau, wie es halt geht. Aber so ein Zentimeter ist da manchmal gar nichts, oder? Möglicherweise, ja. So. Ich will es nicht schlecht machen. Die bauen ganz tolle Sachen. Also oft muss man sie anpassen und so. Das gibt es bei euch nicht. Ihr arbeitet, ich glaube auf ein Zehntel Millimeter. Hundertstel fast. Echt? Nein, wir schauen einfach, dass wir den Toleranzen des Fahrzeugs entsprechend arbeiten und dass der Kunde bei der Montage, wenn er sich das bei uns im Webshop bestellt, auch Spaß hat und keine schlechte Erfahrung macht. Das, ja. Wir zeigen mal gerade noch was ganz Tolles. Frontrunner ist jetzt ein Produkt im Zukauf. Das hängt an der Airline-Schiene dran. Aber das Besondere ist, wenn man es abnimmt. Nimm es mal bitte ab. Kann man es abnehmen? Am besten schauen wir es uns auf der anderen Seite an, wo nichts drauf ist. So. Aber so ist das Endergebnis. Das heißt, du kannst Produkte von der Stange über unsere Airline-Schienen-Systeme da montieren. Und das ist auch sehr stark belastbar, weil es gut weil es einfach direkt mit der Karosserie verklebt ist. So, das ist kein Glas, gell? Das ist kein Glas, es sieht so aus, damit das einfach auch wieder in diese Optik passt. Ist aber volles Aluminium mit aufgeschraubten und geklebten Airline-Schienen. Und die Scheibe an sich wird dann wieder verarbeitet wie ein Fenster und wird auf das Blech geklebt. Es ist nur keine Scheibe. Ja, Es sieht aus wie eine Scheibe, es ist Alu. Glasscheibe ist Alu, richtig. Das ist sensationell. Sowas gibt es nicht, oder? Nein, das gibt es nicht. Das ist Nee, das spiegelt, ich kann den sogar sehen, siehst du? ja, An der Kamera. Das ist krass. Ihr habt es Hochglanz Hochglanz lackiert. Genau. Und daneben ist das Fenster und das ist das gleiche Material hier, der Unterbau? Der Ist auch Alu. Rahmen ist auch Alu. Und dann das Ihr habt zwei Fenster, die keine Fenster sind. ja, genau. Ja, das ist gut gemacht. Dann hier oben habt ihr so was ganz Tolles. Du kennst diese Findlinge, die man immer wieder findet? Die man findet, die man auch manchmal spürt und dann nachher beim Spengler wieder... Spengler ist was? Der Karosseur. Spengler heißt Der er. Spengler, ja. Der Spengler. Der muss dann dafür sorgen, dass dann dementsprechend wieder die Holme gebogen und ausgeschweißt werden. Wie nennt man das Ding nochmal genau? Das ist ein Rockslider, Ja. in dem Fall von der Firma Cycle. Den gibt es dort eigentlich nur aus Aluminium oder er ist aus Aluminium, aber bei uns wird er dann noch pulverbeschichtet, sodass er zur Optik des Fahrzeugs passt. So, das Basisfahrzeug habt ihr jetzt geliefert. Der Kunde hat es fix und fertig bekommen oder hat er es beigestellt? In dem Fall haben wir das Fahrzeug bestellt und der Kunde hat es bei uns ab Werk gekauft. Wir haben da eine Limited Edition gebaut von 3 Fahrzeugen und es sind noch mehrere im Kommen, wo wir wieder solche durchgestylten Fahrzeuge produzieren werden. Also was ihr nicht sehen könnt, ist wie es riecht. Es riecht nach Zirbenholz. Alle Fahrzeuge haben bei euch eine Plakette, so eine Art Seriennummer, die können wir gerade mal filmen, dass wir das mal zeigen, denn auch hier habt ihr ein Cycle drauf gemacht. Vorne habt ihr ihn schwarz foliert, das sieht schick aus. Das Fahrzeug bekommt noch eine Steinschlagschutzfolie, sodass hier nichts passieren kann. Das ist das Mittel der Wahl. Das ist toll, er hat Full LED. Ja, der hat Full LED, genau. Steinschlag-Schutzfolie bekommt er auch, einfach um den langlebiger zu machen, um den Werterhalt einfach zu erhalten. So, wir gucken uns das mal an. Du kannst mal gerade auf der anderen Seite, dann kann ich mit dem Kollegen sprechen, schon mal die Motorhaube mal öffnen. Ich will mal sehen, was ihr mit dem armen Cycle da gemacht habt, da drin. Denn das können wir den Leuten mal erklären. Das hier ist Nummer 38, Richtig. Made in Austria. Made in Austria, der Roma Green Go Nummer 38. Wenn Kunden zu uns kommen, dann dürfen sie ihrem Kind auch einen Namen geben und das wird dann da eingraviert. Wenn ich ja keinen Bock drauf habe, ihr macht Vorschläge. Genau, oder man lässt es dann auch frei. So, man kann dann, aber das Green Go kam jetzt von dem Kunden? Green Go kam von uns, eine Anspielung auf die grüne Farbe, genauso wie der Blake eine Anspielung auf die schwarze Farbe ist. Und einen Cooper haben wir auch noch gehabt. Wer errät, welche Farbe der gehabt hat, der kriegt von uns ein Gratis-T-Shirt. Cooper, okay. Gratis T-Shirt. Watttiefe von dem Fahrzeug. Hier sehe ich Steuergeräte, die sind auch wasserdicht?
Nein, es ist natürlich irgendwo begrenzt. Man darf auch mit dem Fahrzeug nicht im Wasser stehen bleiben. Man kann das Ganze unterstützen, aber das fängt schon bei der Standheizung an, die in dem Fall jetzt zum Beispiel noch nicht auf Warttiefe umgebaut wird. Die Luftansaugung ist allerdings höher gelegt und auch die Getriebeentlüftung vom DSG-Getriebe ist umgebaut, sodass die Stecker unten wasserdicht sind und die Ansaugfilter nach oben kommen. Also man tut halt, was man kann. Ein wirklich warttiefes Fahrzeug ist beim VW T6 leider Gottes schon schwer umzusetzen, weil viel Elektronik da ist. Ja, es ist kein Unimog, oder? Nein, definitiv nicht. Da vorne habt ihr, das sind die Felgen, die ihr anbietet. Die sind sehr auffällig. Ihr habt die auch in anderen Farbvarianten, muss ich auch sagen. Warte, ich zeig's mal gerade. Hier vorne haben wir sie, glaube ich, in Gold oder sowas. Genau. Das da ist, das ist ein ganz wesentlicher Part, sind die Füße, auf die solche Fahrzeuge stehen. Das macht viel aus, ne? Ja, Füße kleiden Autos, oder wie geht der Spruch? Felgen kleiden Autos. Felgen kleiden Autos. Was ist das für ein Partner? Von wem kommen die? Twin Monotube Project, im weiteren Sinne Daimann Fahrwerkstechnik aus Deutschland. Ein zuverlässiger Partner mit guten Qualitätsansprüchen. Und optimiert dieser Partner optimiert auch Felgen einfach auf den Bus, auf den T6 und andere Fahrzeuge. So, Sitze kann man drehen. Dreht mal bitte schnell. Haben wir das, der Boden gewagt. Habt ihr das Grün nicht ganz getroffen, aber Das stimmt. das ist nicht so schlimm. Es ist wenigstens mal ein Akzent, weil drüben der Black. Das Schlimme war, ich konnte nichts filmen, weil alles Black war. Ja. Und jetzt endlich mal ein Boden, der da ist. Zirbe ist der Hammer. Also ihr habt hier so viel Zirbe verwendet, dass man das Gefühl hat, man ist in einer Almhütte. Es riecht auch so. Das ist ein unglaublich tolles Gefühl hier drin. Ja, sehr heimeliges Gefühl, sehr angenehm hier drin Stunden und Zeit zu verbringen. Es beruhigt einem auch. Zirbe hat ätherische Öle, die eine beruhigende Funktion aufweisen. So, sie sind nicht verändert im Bewusstsein oder irgendwas? Nee, es passiert sonst nichts. Nee, das nicht. Vielleicht entspannt man sich ein bisschen mehr als vorher, aber... Das ist Wahnsinn, du kommst hier rein, es fühlt sich an wie in einer Sauna, so ein kleines bisschen, also wenn sie außen sind natürlich, ist klar. Ich setze mich mal rein, die Besonderheit hier ist der Grundriss, den habe ich so noch nie gesehen. Der erinnert mich doch ein bisschen an Kalifornien, oder? Richtig, das ist, die anderen Grundrisse, die wir bisher begutachtet haben, sind einfach eine komplette Alternative und da geht es aber in Richtung Zeit im Fahrzeug verbringen und dafür ist der California ja gar nicht so schlecht. Auch der Grundriss funktioniert recht gut. Allerdings hat er einfach Vor- und Nachteile, aber es gibt einfach auch Kunden, für die dieser Grundriss tipptopp passt. So, und zeig mal bitte, geh mal rein. Funktionalität, Tisch würde jetzt passé ein bisschen im Weg stehen. Man kann ja die Stühle verschieben. Das heißt, da geht noch ein bisschen was, oder? Geht nicht mehr viel. In dem Fall würde ich den Tisch nach vorschieben, um hier noch mehr Stauraum zu schaffen. Aber im Grunde ist beim Camping immer so, dass man irgendwo Kompromisse eingehen muss, Das was ist so. Platz betrifft. Ich zeig das mal gerade. Also der kann hoch, du kannst runter. Du bist jetzt ein großer Mann, Ja. 1,90 Meter fast. Genau, 1,86 und ja, für mich trotzdem passend, ja, ausreichend. So, du setzt dich mal rein. Da vorne ist die Autotherm, die da ist, das Mittel der Wahl. Für euch, hat euch jemals eine Autotherm in den Stich gelassen eigentlich, außer das Bedienfeld? Nein, tatsächlich nur das Bedienteil. Das Bedienfeld mal. Was interessant ist, man muss sie ab und zu mal auf Vollgas laufen lassen. Es gibt so ein paar Sachen, die man wissen muss. Also man sollte sie nie auf die niedrigste Stufe durchbrennen lassen. Ab und zu mal sollte man sie ein bisschen ausbrennen. Ist das immer noch so? Ja, das ist generell bei jeder Standheizung zu empfehlen, egal von welcher Marke. Einmal im Monat die Standheizung für eine halbe Stunde auf Volllast laufen zu lassen, ist da auch im Sommer das Mittel der Wahl. So, hier vorne Automatik. Der Kollege eben hatte Schalter. Wie viel Schalter macht er eigentlich noch im Allrad? Weniger, wobei es wahrscheinlich jetzt wieder etwas mehr werden, weil man über einen Partner auch das Thema mit Getriebeuntersetzung anbieten kann. So wird es für gewisse Geländegängigkeiten auch interessanter und entweder fährt man Automatik oder Schalter und es ist immer eine bewusste Entscheidung des Kunden. Ja, das ist Schafswolle. Genau, Schurwolle. Schurwolle. Genau, Das, also im entferntesten also es ist Schafswolle, man nennt sie Schurwolle.
Genau, die haben wir im ganzen Fahrzeug. Dort wird einfach Feuchtigkeit aufgenommen und wieder abgegeben. Das sorgt für ein gutes Klima im Fahrzeug. Ja, unten ist der Wechselrichter verbaut, das Ganze magnetisch. Alles ist mit sehr viel Liebe gemacht. Wenn du hier vorne, kann man da was hochmachen oder ist da eine Kühlbox? Nee. Also da haben wir jetzt den Kocher, der auch draußen verwendbar ist. Das ist der meistgebaute Kocher der Welt, den es da gibt. Da kannst du nichts falsch machen, Kartuschenkocher. Hier oben ist Kühlschrank. Genau, richtig. In dem Fall ist eine Kühlbox drin. Eine 25 Liter Dometic-Kühlbox. Für die meisten Ausfahrten ausreichend. Spannend ist die Becherhalterung. Wie habt ihr das gelöst? Magnetisch. Magnetisch. Toll. Ja. Ist das ein spezieller Becher oder? Nee. Das ist ein Merchandising-Produkt, würde ich sagen. Unser Day and Night Mug, wo Tag und Nacht dargestellt wird. Aber nochmal dran machen. Das heißt, der ist magnetisch. Ach, du kannst ihn einfach dran machen. Okay, genau. Verstehe. Und das hält? Das hält, Genau, also das ist mein Familiencamper, sage ich jetzt mal. Wir sind hier mit 2 Kindern unterwegs, 4 Monate und 3 Jahre. Und alles, wie es da jetzt herinnen ist auch belebt, wird von uns selbst getestet und gelebt und immer wieder weiter verbessert. Das ist so, ihr müsst die testen. Ist das eigentlich Arbeit, wenn du mit der Family campen gehst? Fällt dir da direkt was auf, wenn du losgefahren bist, oder? Ja, definitiv. Wir haben immer eine kleine Liste, die wir wieder mit nach Hause bringen. Aktuelles Projekt ist eine Tablet-Halterung zum Beispiel, wo ich gerade ein bisschen herumbastel. Aber solche Sachen sind Arbeit. Leider kann man es ganz oft noch nicht als Arbeit sehen, weil andere Pflichten rufen. Das hier ist Loden. Auch da habt ihr bezogen jetzt neuerdings. Hier überall, alle Teile sind belodet. Nee, das hier ist ja die Schurwolle. Hier vorne hast du Halter. Es ist beides, allerdings 100% Schafswolle. Die Verarbeitung ist allerdings ein bisschen eine andere. Also So, hier unten hast du Airline-Schienen. Die Sitze auf Airline-Schienen, das ist natürlich aus dem Voll-Profi-Bereich. Krankenwagen machen so die Sitze rein. Das sind auch ähnliche Sitze, muss man sagen, oder? Von der Qualität? Ja, genau. Es ist N1 und M1 geprüft. Das ist wichtig. Bei den Sitzen ist allerdings speziell, dass wir halt da die extra Meile gehen und die einfach an unsere Bedürfnisse anpassen. Sie sind 100% umfaltbar und auch eben in unserem Design gemeinsam mit dem Hersteller abgestimmt. Darf ich die entgegengesetzte Fahrtrichtung montieren? Ja, darf man. Darf man. Das heißt also, dass ich nach hinten gucke als Beispiel, wenn wir das haben. So, dann das Fenster, das habt ihr in Rahmen gemacht aus Zirbenholz. Das ist schon sensationell, aber die Verdunklung mit dem Thermoeffekt, genau, kannst du ruhig mal aufmachen, die musst du nicht suchen gehen. Bei vielen musst du die suchen, musst sie abmachen. Ihr habt sie fest integriert. Schon immer oder neuerdings? Ist ein Produkt, das jetzt in etwa ein halbes Jahr alt ist. Halbes Jahr, also du musst sie nicht suchen gehen. Das isoliert richtig gut, auch Schalldämmung. Habt ihr das mal geprüft? Ja, durch die Wolle, das ist Textil, das Textilien dämmen den Schall auch immer etwas und es ist natürlich besser als eine Glasfläche, die dann sofort den Schall reflektiert. So, du magst bestimmt mal das Bett umbauen, dass wir das mal sehen. Ja, da müsste ich vorher ein bisschen mehr Platz schaffen. So cool, du magst bestimmt, ja, das ist, aber wir zeigen gleich mal die Auszüge, die haben wir noch gar nicht gesehen hinten. Genau. So, also das heißt, der Tisch muss weg. Hat er einen Platz, einen festen? So, und dann werden die Sitze umgeklappt. Exakt. Sitze werden umgeklappt, danach wird... Hast du etwas mehr Licht eigentlich hier drin? Hinten haben wir noch Ambientebeleuchtung. Ja, sehr schön. Lattenrost wird einfach ausgezogen. In dem linken Bereich des Fahrzeugs dient es als Auflager bei der Tischgleitschiene und im rechten Bereich wird es einfach aufgehängt. Man könnte es auch auf den Sitzen abstützen, denn die sind stufenlos höhenverstellbar. Man kann die Sitze aber auch draußen lassen, wenn man nur zu zweit unterwegs ist. Also wenn ich jetzt zum Beispiel möchte, dass das Kopfteil ein bisschen höher ist, weil ich nicht ganz gerade stehe, dann kann ich das damit ausgleichen. Genau, das ja. Ein super Profi-Hack.
Nee, also ohne Witz mache ich ja immer. Ja, Also es ist ja genau. oft so, du stehst mal irgendwo und dann, Genau. Du kannst da leicht ausgleichen. toll. So, ihr habt besonderen Augenmerk gelegt auf die Qualität der Matratze. Das ist, man kann es gar nicht oft genug sagen. Lattenrost mit dabei, sehr bequem. Ich habe zuletzt mal am Camper geschlafen. Ich will jetzt leider nicht sagen, wer, weil das wäre schlimm. Da habe ich 2 Matratzen nur dran gemacht und selbst das hat nicht gelangt. Ich habe mich morgens gefühlt wie gerädert. Sowohl oben als auch unten. Habt ihr Lattenrost, hier oben sogar Tellerlattenrost und Lattenrost. Unten habt ihr eine sehr bequeme Matratze. Was ist das für ein Material eigentlich? Das ist ein Kunstfaserbezug, der leicht zu reinigen ist, bei 60 Grad waschbar ist. Abnehmbar? Abnehmbar, richtig. Machen wir hoch nochmal das Lattenrost, dass man das sieht. Jetzt werden Leute sagen, das ist ja in der falschen Richtung, aber ihr habt es probiert, das ist top. Genau, der Schlafkomfort ist top. Die Hinterlüftung des Lattenrostes ist gegeben. Das ist ja mitunter auch eine sehr, sehr wichtige Funktion. Und vor allem in dem Fall natürlich auch die schlanke Konstruktion, die mir das schnelle Wegbauen des Lattenrostes erlaubt, ist da einfach wichtig und gut. So. Ganz kurz mal gerade das Dach hoch machen. Also das war nur, da brauchen wir jetzt nicht von außen filmen, aber dass wir mal das Raumgefühl sehen, wie schnell sich das erweitert. Hier oben sieht man für alle Einbau vom Dach, das ist sehr viel Arbeit. Ja, definitiv und ist auch sehr viel mit Sorgfalt verbunden. So, und dann mal direkt, wenn du dabei bist, das mal hochfaltest. Das geht dann darüber. Hier oben ist übrigens die Liegefläche. Achso. Ja, bleibt nur ganz kurz einmal reinhalten. Das ist Liegefläche 2 Meter. Was hat die? 2 auf 1,40? 25. 1,25 mal 1,95, knapp 2 Meter. Sonst. Toll. So, und jetzt mal hochdrücken. So, und jetzt hast du die Stehhöhe. Also das ist das, was die Leute haben. Es gibt so eine Isolation oder nicht Isolation, eine Thermodämmung, die kannst du hier oben anbringen vom Zubehör. Die wirkt richtig gut für Wintercamping. Habt ihr das mal probiert, Wintercamping hier mit der? Ja, klar. Dadurch, dass wir das auch leben, was wir machen, machen wir auch Wintercamping. Also ich habe schon wirklich gute Erfahrungen gemacht und selbst bei minus 15 Grad angenehme plus 15 Grad im Camper gehabt. Mit dem Thermo? Mit dem Thermo, genau. Das gibt es außen und innen. Also Es gibt verschiedene Anbieter und wir arbeiten hier sehr viel mit der Firma Project Camper aus Hamburg zusammen. Die haben das für innen meiner Meinung nach auch angenehmer, denn dieses Thermocover außen zu montieren ist halt doch schon eine Aufgabe. Ja, wie ihr wisst, ich fahre einen Carver Affinity, der hat hinten auch so ein Thermoelement hinten drin. Das haben die mir dringend angeraten mitzubestellen. Also da, wo die Scheibe hinten ist, habt ihr hier so einen Abschluss mit drin. Da könnte der Kopf liegen. Das ist sehr, sehr, sehr angenehm. Also bei dem, muss ich sagen, bei dem Carver, das ist dick, das ist hier genauso. Das isoliert die Scheibe, weil da kommt die Strahlungskälte raus, oder? Definitiv. Also wenn da keine Thermoverdunkelung ist, dann ist es einfach unangenehm und es zieht gefühlt einfach viel mehr am Kopf. Und die Strahlungskälte, wie du sagst, ist genau das Thema. Das können wir da. Oder Füße, viel schlimmer, wenn die da unten liegen. Bin ich jetzt mal andersrum. Die Liegefläche hier nochmal, die Länge vom Bett, 2 Meter? 1,95 mal 1,35. 1,35. Also hier kannst du mit 2 Personen locker kuscheln. Das klappt, oder? Definitiv. Wir haben auch da zu dritt schon viel Zeit verbracht, wie der zweite Junior noch nicht auf der Welt war. Und jetzt schlafen wir halt 2 oben, 2 unten. Der zweite Junior. Okay, du hast 2 Kinder. Da sieht man es an der Seite. Hier in der Tür, macht die Tür mal bitte zu. Auch da hat man Zirbenholz hier mit integriert. Zirbenholz. Elektrischer Schließer. Ja, elektrische Zuziehhilfe, sehr zu empfehlen für jeden Camper, denn man möchte am Campingplatz ja den Nachbarn nicht aufwecken. Gut, aber der hat keinen. Ist die Zuziehhilfe nachgerüstet? Oder? Nein, das ist eine Original-Zuziehhilfe. Man kann das auch nachrüsten, wir bieten das auch an. Es gibt auch Zuziehhilfen für Ducato und MAN, TGE, Crafter etc. Original VW und die funktioniert?
Ja, bei dem T6 montieren wir die Original VW Zuziehhilfe als funktioniert wirklich, Nachrüstteil und die funktioniert, ja. Und bei Ducato etc. ist das eine Zweitanbieter. Ich weiß das nur, die elektrische Tür, die hat mal ein bisschen Trouble gebracht. Wenn die nicht genau eingestellt ist, ist der Lackschaden, glaube ich, vorprogrammiert. Ja, dann ist so. Aber die Zuziehhilfe, die würdest du empfehlen, oder? Auf alle Fälle. Einfach, weil man die Tür nicht zuklatschen muss mit voller Lautstärke, sondern geräuschschonend schließen kann. So, und das ist das Originalfenster von VW? Das ist jetzt ein Nachbaufenster, ein Schiebefenster, einfach preisgünstiger und hat eigentlich auch dieselben Funktionen. Effektiv, ja. Effektiv und vor allem auch nicht undicht, wie es teilweise bei VW passiert. So, das soll man in den Foren gelesen haben können. Genau. So, muss mal im Konjunktiv. Schön, also indirekte Beleuchtung haben wir mit drin. Komm, wir gehen mal raus, dann zeigen wir noch hinten die Box. Das ist ja so ein Kernelement bei euch. Achso, hier ist noch, ja? Nein, Stauraum, Nudeln. Ist das hier im Einsatz, das Auto? Ja, genau. Eben wie gesagt, das ist mein Family Van und wir sind als Familie so unterwegs. Deswegen sieht man auch, wie das gelebt wird. So, und drüber hast du dann... Da haben wir dann unser Geschirr, Kaffee und Bialetti und Honig, weil es so ein bisschen größer ist. Wie kommt die Farbe an den Platz eigentlich? Und ja, also wir stehen meistens frei und sind aber, wenn wir nicht frei stehen, relativ auffällig und man tritt in Kontakt. Das ist ja auch ganz in unserem Sinn. Ich bin leider schon manchmal ein bisschen betriebsblind, weil speziell auf den Messen steht ein wunderschöner T6 neben dem nächsten. Kollegen bauen auch schöne. Geht man da nicht unter ein bisschen auf den Messen? Weil ich meine, ihr baut ja extremst hochwertig, oder? Ist das erklärungsbedürftig schon, oder? Was ist der Unterschied? Also in unserem Bereich ist natürlich Erklärungsbedarf sehr, sehr hoch und ist aber auch trotzdem wieder einzigartig, was wir hier machen. Viele Leute gehen bei unserem Stand vorbei, einfach weil sie irgendein Ziel haben und dann kommt ihnen diese Geruchswolke der Zirbe entgegen und dann oder? Sie abrupt und drehen sich um und sind auf den ersten Blick verliebt. Nein, das ist echt so. Also wenn du reinkommst, du hast so diesen Skihütten, Sauna, genialen Duft. Alle Schränke auch beleuchtet, wie ich sehe. Kleiderschränke habt ihr drin. Du hast die Mädels ja da. Deine Frau, die nimmt ja auch wahrscheinlich Unmengen an Kleidern mit. Oder hat sie gelernt? Nein, meine Frau ist mitunter sparsamer als ich selbst. Als du selbst, ja. Ich habe meistens eine Weste zu viel. Eine Unterhose. Ich guck mal gerade, da vorne ist der Tank, oder was ist da drin? Das ist noch ein zusätzlicher Stauraum, ein Toploader nennen wir das. Wir montieren im Bereich der Radläufe diese Möbelbauteile, entweder als Hochschrank wie links ausgebildet oder so wie hier ein Toploader Staufach, einfach um Bettdecken, Klamotten etc. hier verstauen zu können. Und mit dem Polster erweitert man noch die Schlaffläche. Und wenn man das zum Beispiel auf der anderen Seite auch konfiguriert, hat man die maximal mögliche Schlafbreite. Cool. So, komm. Gehen wir raus, zeigen nochmal den Auszug. Das ist das Kernelement. Das Auto hier ist jetzt nicht das maximal Machbare. Hier vorne hat man eine Ausziehmarkise mit drin. Das ist toll, aber es kommt nah ran langsam, oder? Und das heißt, also hier habt ihr schon viel verbaut zum Zeigen. Ist das ein Showcar für euch ein bisschen? Ja, es ist ein Showcar, das am Ende des Jahres wieder verkauft wird. Wenn Nachschub kommt und ein weiteres da ist, dann findet auch das wieder einen neuen Besitzer. So, also hier ist viel Schnee im Moment? Momentan nicht. Hier zeigen wir ganz gern die multifunktionale Einsetzbarkeit unserer Backrack Base. Die Backrack Base ist dieses Bauteil, das auf den VW Original Heckträger abgestimmt ist und sehr, sehr viele kreative Möglichkeiten der Montage zulässt. Wie zum Beispiel auch Skiträger oder Snowboardträger von Thule in dem Fall, die kommen ab Werk und können genauso montiert werden. So, bitte mal öffnen. Auch da habt ihr die ganzen Aufnahmen verstärkt. Das ist interessant. Hier oben ist übrigens ein nettes Detail, was man jetzt drin hat, was da ist. Also du hast hier vorne die Stühle hast du hier teilweise montiert. Da ist nochmal Zirbe ohne Ende. Hier sind rot. Rote Lichter ist einfach auch aufgrund der Insekten, also die können RGBW, aber sind jetzt auf Rot kalibriert, weil Insekten dann weniger kommen. Und jetzt, wenn es Abend oder Nacht wird, ist es einfach da um vieles besser und angenehmer, wenn man nicht das warmweiße Licht hat. So, jetzt habt ihr nur einen Auszug drin. Warum?
Kinderwagen für den Kleinen mit 4 Monaten, der passt genau dahin. Es passt auch ein Radanhänger dorthin und wir haben in dem Fall so viel Stauraum im Inneren des Fahrzeugs, dass ich nicht alles mit Kisten voll machen muss, um genügend Stauraum zu haben. Da ist genau das Richtige für mich. Ich habe vorher auch einen Küchenauszug da gehabt, aber 2 Küchen im Camper kann man sich als Familie dann platztechnisch auch nicht leisten. Da kommst du auch von fast überall ran. Wie kommt man hier ran, an den unteren Bereich? Also wenn du jetzt hier an das Fach rankommen möchtest? Einfach durchgreifen. Genau, in dem Fall einfach durchgreifen. Das ist eher so ein bisschen eine Ablage für Kleidung und Decken. Was man nicht immer braucht oder über Nacht quasi verstauen kann. Und hier ist so Stuff drinnen, ein paar Campingsessel, Stühle. Ist so ein bisschen Kalifornien, doch sehr nah dran, oder? Bloß halt in Zirbe. Ja, kann man durchaus so sagen, ist einfach ein Konzept, das funktioniert und wir haben immer wieder Anfragen in diese Richtung bekommen und haben auch keine Mühen gescheut, das auszuprobieren. So, der ist ganz neu. Habt ihr den schon gebaut draußen? Ist der schon auf der Strecke? Es gibt den Grundriss, glaube ich, 3-mal insgesamt jetzt auf der Strecke. Ja. Es ist ein serienreifes Produkt. Aber relativ neu und deswegen noch nicht in so hohen Stückzahlen unterwegs. So ist das, ja. Ihr baut ca. 100 Autos im Jahr. Kommt das hin? 80 in etwa. 80 Stück, ja, das ist da. Man sieht halt hier zum Beispiel ganz gut, was für Stauvolumen unter dem Bett möglich ist, egal ob Auszug oder nicht. Wir haben viel Platz und der Lattenrost ist hier mit 4 Knebelschrauben fixiert und kann einfach entfernt werden. Cool. So, hier ist er. In Farbe nochmal? Bayleaf Green Metallic. Was auch immer. Ich zeig's mal gerade. Hier vorne ist er dran. Es ist wirklich ein richtiger Hingucker. Jetzt, wo er so ausgefaltet ist, macht es natürlich noch viel mehr her. Ich gehe mal gerade auf die andere Seite als Startbild. Mach mal bitte vorne die Haube runter. Die Tür mal auflassen. Kannst du ruhig auflassen. Mach du mal gerade die Seitentür bitte auf. So, dass wir das sehen. Das könnte ein Startfoto sein. Kommt mal nach links, dann lassen wir das Auto mal wirken. Es ist Sven auf der Suche nach dem perfekten Startfoto. Ich glaube, das werden wir das hier nehmen. Das ist schon. Sieht gut aus? Ja, finde ich schon. Von hinten hat es mir fast besser gefallen. Das war so ziemlich beeindruckend. Wenn du das Ganze hier siehst, also wie der darüber kommt. Aber ich habe ja die Wahl der Qual. Die Qual der Wahl. So. Richtig. Vielen Dank fürs Einschalten. Wir sind bei EasyGo Inc. Das Ganze ist in Wels in Oberösterreich. Und das ist die Seite, ihr könnt es einfach googeln, das Ganze .com und EasyGo Inc. INC, ganz wichtig. Wir drehen heute am 3. Juni 2022, ganz viele Fahrzeuge. Langsam müsst mal was essen, wir werden machen noch einen Dreh und dann machen wir Schicht im Schacht und dann haben wir viel gemacht. Ich komme euch besuchen, ihr seid auf dem Caravan-Salon 2022. Habt ihr schon die Halle? Weiß ich jetzt nicht auswendig. Das macht unser Thomas, wir haben schon die Halle. Ja, findet es einfach, aber es ist irgendeine Halle von den 734. Ja. Das werden wir schon finden. Aber es lohnt sich auch nach Düsseldorf zu kommen. Für euch ist es natürlich ein Riesenritt, da so viele Autos runterzubringen. Wie viele Autos zeigt ihr da? In Wahrheit werden wir eigentlich nur 2 Fahrzeuge zeigen, wenn es nach heute geht. Einen VW Roma und einen MAN TGE. Und wir versuchen zu erklären, dass das auch auf Nicht-VW möglich ist. Das Zirbenholz-Fahrzeug, hier steht es, aus Österreich mit wirklich einer Schreinerqualität, so kann man sagen. Also als wäre es ein Erstausrüster, so bewerbt ihr das Ganze. Danke, tschüss. Servus. Tschüss.